Im zweiten Teil meiner Einsteigerserie fürs 3D-Druck-Hobby geht's um die häufigsten Fehler, die beim FDM-Druck auftreten können und wie man sie ganz einfach vermeidet. Außerdem gibt es Tipps und Tricks für den Druckalltag und ich erkläre, wie ihr mit mehreren Filamentfarben arbeitet und bunte Objekte druckt. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Solltet ihr übrigens den ersten Teil dieser Serie verpasst haben, klickt oben rechts auf den Infocard-Button, der euch direkt zu den 3D-Druck-Basics und Grundlageninfos führt. Diesen Link findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Fangen wir mit dem Fehler an, der beim FDM-Druck wohl am häufigsten passiert. Euer Objekt bricht während des Druckvorgangs einfach von der Platte ab. Der Grund ist, dass der Druckkopf beim Aufbringen des Filaments ja immer auch ein wenig auf euer Objekt drückt. Hierbei kann dann eventuell eine so starke Hebelwirkung entstehen, dass sich euer Objekt von der Druckplatte ablöst. Meist liegt das an starken Überhängen bzw. Überständen eures Objektes oder an der geringen Standfläche auf der Druckplatte. In beiden Fällen müsst ihr einfach nur für mehr Standfläche und damit Halt sorgen. Dafür nutzt ihr im Slicer die sogenannte Brim-Einstellung. So könnt ihr zum Beispiel außen bzw. rund ums Objekt eine hauchdünne Zusatzfläche drucken, die euer Objekt dann stabil auf der Druckplatte hält. Später lässt sich diese Fläche ganz einfach abzupfen oder abschneiden. Ein anderer und ebenfalls häufiger Fehler sind Druckergebnisse, an denen Filamentfäden deutlich zu erkennen sind. Sowas passiert meist auf den Unterseiten von Überhängen, also dort, wo das Filament beim Auftragen quasi in der Luft gedruckt wird. Das Filament hat also keine Auflagefläche wie sonst und hängt dann oft als dünner Faden ein wenig nach unten durch. Je nach euren Ansprüchen oder der Größe und Platzierung solcher Fäden kann man meiner Meinung nach durchaus mit solchen Makeln leben. Zumal sich solche Stellen natürlich auch abschneiden, glattkratzen oder zuspachteln lassen. Wer es aber perfekter möchte, wählt im Slicer eine der möglichen Support-Einstellungen. Dann werden automatische oder manuelle Stützen mitgedruckt, die an den Überhängen für Auflageflächen und somit für sauberere Druckergebnisse sorgen. Natürlich verlängern diese Stützen aber ein wenig die Druckzeit und verbrauchen Filament. Welche Support-Einstellungen für euer Projekt am besten sind, hängt natürlich von eurem zu druckenden Objekt ab. Probiert am besten zunächst die automatischen Supports aus und klickt auf Slicen, um euch die Auswirkungen in der Druckvorschau anzuschauen. Sobald ihr mehr Erfahrung habt, probiert die manuellen Einstellungen aus. Ein weiterer Fehler beim Drucken können auffällig viele und hauchdünne Fäden sein, ähnlich eines feinen Spinnennetzes. Dieses sogenannte Stringing kann immer dann entstehen, wenn beim Positionswechsel des Druckkopfes noch ein wenig Filament aus der Düse tropft. Ein paar solcher Fäden sind völlig normal und lassen sich bequem mit der Flamme von zum Beispiel einem Feuerzeug wegschmelzen. Bei auffällig vielen Fäden hilft euch Wegschmelzen hingegen nicht weiter, denn nun entstehen ob der vielen Fäden leider Schmelzreste in Form kleiner Klümpchen. Und die sind dann extrem schwer zu entfernen. Mein Tipp ist, die Fäden erstmal mit Klebeband soweit es geht abzutupfen und erst für die restlichen zum Feuerzeug zu greifen. Stringing kann übrigens verschiedene Ursachen haben. So könnte der Druckkopf beispielsweise zu heiß sein. Oder der Rückzug bzw. das Retraction des Filaments könnte zu gering sein. Oder euer Filament hat Feuchtigkeit gezogen. Oder vielleicht ist es in eurem Raum einfach gerade nur einen Tick zu warm. Es gibt also leider keinen pauschalen Tipp. Recherchiert daher am besten für euren Drucker kurz im Internet und probiert die Lösungsvorschläge durch. In jedem Fall solltet ihr angebrochenes Filament trocken und nicht etwa in einem muffigen Keller lagern. Hebt euch zudem eine leere Filamentrolle auf, um mittels einer Küchenwaage immer genau ermitteln zu können, wie viel Restfilament noch auf euren anderen Rollen ist. Einfach die leere Rolle als Nullwert einstellen, um dann angebrochene Rollen abzuwiegen und deren Gewicht zu notieren. Kommen wir nun zum Multicolor Printing, also dem mehrfarbigen Drucken. Hierbei gibt es zwei Varianten. Die erste und einfachste ist das Wechseln von Filamentfarben zwischen einzelnen Druckschichten. Das funktioniert bei jedem FDM-Drucker, indem ihr in der Slicer-Software entsprechende Pausen einfügt. Wählt hierfür nach dem ersten Slicen die entsprechende Schichthöhe aus und fügt mit einem Rechtsklick eine oder mehrere Pausen hinzu. Sind alle Pausen gesetzt, klickt erneut auf Slicen, um dann den Druck zu starten. Bei der entsprechenden Schicht angekommen, pausiert nun euer Drucker und ihr könnt über den üblichen Weg das aktuelle Filament entladen, dann eine neue Farbe einlegen,
und danach weiterdrucken. Die verschiedenen Farben sind später als einzelne und übereinanderliegende Schichten klar erkennbar. Ideal für Marker, Schilder oder um zum Beispiel Text auf Objekte zu drucken. Wer den Farbwechsel innerhalb einer Schicht vornehmen oder es generell komfortabler haben möchte, braucht für seinen Bambulab-Drucker ein sogenanntes AMS, ein Automatic Material System. Darin lassen sich bis zu 4 Filamentrollen einlegen, zwischen denen beim Druck dann hin und her gewechselt werden kann. Und wer es besonders bunt möchte, kann über ein Hub sogar 4 AMS mit bis zu 16 Farben anschließen. Die Farbwechsel stellt ihr wieder im Slicer ein. Klickt hierfür das entsprechende Objekt an und wählt im oberen Menü Split to Parts, um das Objekt quasi in seine Einzelteile zu zerlegen. Geht nun unter Process von Global auf Objects, um diese Teile einzeln aufgelistet zu bekommen. Jedem Einzelteil lässt sich nun eine im AMS eingelegte Filamentfarbe zuordnen. Vorausgesetzt natürlich, ihr habt die im AMS eingelegten Farben korrekt am Drucker eingestellt und dann im Slicer synchronisiert. Und natürlich muss eure Druckdatei in entsprechenden Einzelteilen angelegt sein. Nach dem Umstellen seht ihr auf der Druckplatte nun übrigens einen sogenannten Prime Tower, der zusätzlich mitgedruckt wird. Auf diesem Tower wird nach jedem Farbwechsel zunächst etwas Filament aufgetragen, um unter anderem letzte Farbreste aus der Düse zu bekommen und den in der Düse nötigen Kammerdruck wieder aufzubauen. Natürlich verlängern diese Farbwechsel die Druckzeit und verbrauchen extra Filament, aber die Ergebnisse können sich definitiv sehen lassen. Übrigens könnt ihr auch mehrere gleiche Farben in ein AMS einlegen, das Automatic Refill einstellen und so zum Beispiel mehrere fast leere Rollen bequem nacheinander aufbrauchen. Ich hoffe, euch hat diese Einsteigerserie ins 3D-Druck bzw. FDM-Druck-Hobby gefallen und sie konnte bei euch eventuelle Berührungsängste abbauen. Wer nun auf den Geschmack gekommen ist und mit einem Bambudrucker liebäugelt, findet in der Videobeschreibung diverse Links zu meinem P2S samt AMS-Zubehör und anderen Druckern von Bambulab. Übrigens gibt's bei Bambulab noch bis zum 15. Juli 2026 einige coole Sommerangebote. Aber auch sonst lohnt es, immer mal wieder im Shop nach Angeboten Ausschau zu halten. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Drucken und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann!